Amsterdam, immer eine Reise wert. Daniel Assmann und sein Team sind hier unterwegs, um diese Stadt mittels Insidern noch einmal vollkommen neu zu entdecken. Wenn man hier dann hochfährt, kriegt man nämlich eine super Aussicht über die Dächer von Amsterdam. Und viele Touristen kennen das gar nicht. Boah, der Ausblick ist wirklich der Knaller. Also. Ach, boah, krass. Ja, ist riesig. Guck Da mal. erwartet man ja gar nicht. Das ist wirklich noch so ein Geheimtipp eigentlich. Man muss es kennen. Orte, die so in keinem Reiseführer stehen und versteckte Ecken. Insider, die in Amsterdam leben, führen Daniel Assmann genau in diese Ecken. In dieser Folge sind das Dan und Karl, ein gebürtiger und ein Wahl-Amsterdamer, und Ellen, die hier seit über 20 Jahren wohnt. Das ist doch genial, oder? Sonne geht unter. Ist wirklich ein Insider? Wirklich ein Tipp? Also wenn du jetzt mal ganz leise bist, hörst du nur Holländer reden. Schon mal einer von euch Gin Mayo gegessen? Das ist aber genial. Echt jetzt? 2 Tage mit 2 Amsterdam-Insidern hat Daniel bereits hinter sich und schon so einiges gesehen und erlebt. Jetzt wartet die zweite Hälfte seiner Reise auf ihn. Und auch neue Insider. 4 Tage Zeit, um eine Stadt völlig neu zu erleben. 4 Tage Inside Amsterdam. Amsterdam, ein Touristenmagnet. Insider, die sich zuvor auf einen Aufruf gemeldet haben, werden Daniel Ecken dieser Stadt zeigen, die noch kaum entdeckt sind. Daniel hat nur die Information, dass sich der Insider zu einer bestimmten Uhrzeit bei ihm melden wird. Mehr weiß er nicht. Darauf wartet er nun. Mann oder Frau? Wer kommt heute? Was meinst du? Nicht abschätzen. Um 12:30 Uhr sollte die Nachricht da sein. Aber es dauert. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Vielleicht meldet sich auch heute gar keiner. Frei! Ja. Leute, es brummt in meiner Tasche. Karl schreibt: Lieber Daniel, ausgehen in Amsterdam. Wenn du dafür ein paar Tipps haben möchtest, dann treffen wir uns um 13 Uhr in der Kalverstraat. PS, bring ein bisschen Zeit mit, es könnte später werden. Liebe Grüße, Karl und Dan. Das sieht mir fast aus, als wenn die ein Paar sind, würde ich jetzt sagen. Wir gehen aus. Habt ihr Ausziehklamotten? Oder Ausziehklamotten? Habt ihr Ausgehklamotten an? Können wir so los oder müssen wir noch mal ins Hotel? Können wir so los? Ja? Ja. Ja, komm. Muss ich dann alles nehmen, oder was? Auf geht's bei strahlendem Sonnenschein. In einen Tag, der anscheinend bis in die Nacht gehen soll. Also es wird auf jeden Fall länger gehen heute, so viel steht fest. Ich schätze mal, dass wir heute Abend noch irgendwo in irgendeine Bar gehen werden oder so. Aber Sie haben noch nichts verraten, was wir vorher machen, weil bis zum Abend haben wir ja noch ein paar Stunden. Ne? Und noch etwas haben die beiden nicht verraten, den exakten Treffpunkt. Denn die Kalverstraat ist lang, also wartet Daniel einfach mal am Anfang der Straße. Und siehe da, Das könnten sie sein. Oder? Die beiden da vorne. Auf dem Fahrrad. Jo. Hi! Hallo! Grüß dich, ich bin der Daniel. Ich bin der Karl. Hi, ich bin der Daniel. Dan ist richtig. Ich habe Dan gesagt am Anfang, weil ich wusste ja noch nicht, wie du heißt. Dan, okay. Richtig ein holländischer Name. Okay, ja schön. Was macht euch zu Insidern? Wohnt ihr hier oder kennt ihr euch besonders gut hier aus? Oder? Also ich bin ja ursprünglich aus Dresden und Berlin. Bin dann vor ein paar Jahren zu diesem jungen Mann gezogen. Ja. Und wir haben gemeinsam einen Reiseblog, Couple of Men. Und ja, mit denen reisen wir um die Welt und teilen unsere Geschichten aus der Perspektive eines schwulen Männerpaars. Ja. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ihr seid auch ein Paar, ja? Ja, wir sind okay, ein Paar, ja, genau. schön. Richtig, genau. Naja, und Amsterdam ist unsere Heimatstadt. mit den Fahrrädern geht's nicht weiter. Die stellen Karl und Dan jetzt hier ab. Aber offenbar bleiben die 3 in der Kalverstraat, ganz in der Nähe des Treffpunkts. Bevor wir dann noch irgendwie noch woanders hingehen, ausgehen. Ja, ausgehen. Das hattet ihr mir auch geschrieben, ne? Ja, genau. Kleinen Tipp. Ja. Nein, wir wollen hier noch etwas Verstecktes. Und zwar ist das nämlich, wenn man hier dann hochfährt, kriegt man nämlich eine super Aussicht über die Dächer von Amsterdam. Okay. Und viele Touristen kennen das gar nicht. Ja. Aber wir wollen das gerne erzählen. Ja, okay. Ja, gerne. Ist das ein Kaufhaus, ja? Oder Ja, das ist ein eine Mall Einkaufszentrum. irgendwie? Ja, So das ein ist ein Zentrum? Einkaufszentrum. Ja. Das haben die erst gerade alles neu gemacht. Ja. Und wir gehen jetzt dahin. Blue Amsterdam. Food with drinks Food and and drinks. an amazing view. Ah, okay. Ja, perfekt. Hier, das ist unser Ziel.
Es gibt ein bisschen was zu essen, es gibt gute Getränke und es gibt einen super Ausblick. Wieder schon, ja, wo wir bei Ausblick waren. Ja. Hinein und hinauf. Natürlich mit Kamera, Ton und Team. Daher erstmal ein kurzer Stopp. Wir sind immer willkommen, wie du merkst. Doch dann geht's weiter, nochmal eine Treppe höher. Und der Weg lohnt sich. So, na, der beste Platz. Ja. Boah, der Ausblick ist wirklich der Knaller. Also. Ein atemberaubendes Panorama. Und Insider Karl kennt natürlich auch das ein oder andere Detail. Du siehst da den Blumenmarkt von oben, die kleinen Dächer da. Ja, ja. Und dann dahinter die Straße, das ist eine der bekanntesten schwulen Straßen mit Bars und Clubs und so weiter hier in Amsterdam. Das heißt, heute Abend sind wir dann da, oder? Okay, ja. Ihr bleibt dem Format treu. Wunderbar. Schön. Der perfekte Start für einen Inside Amsterdam-Trip, wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes erstmal einen Überblick verschaffen will. Und verhungern oder verdursten muss man dabei auch nicht. Was ich mich frage, ne? Ja. Getränke super, Ausblick super, total zentral. Warum kennt das keiner? Warum ist das noch so ein Geheimtipp, so ein Insider? Ich denke, der Hauptgrund ist, weil man halt über das Einkaufszentrum rein muss. Und über das, also mit dem Fahrstuhl darüber, nur viele Menschen laufen da einfach vorbei. Die wissen nicht, dass man mit dem Fahrstuhl hier wirklich auf die dritte Etage hochfahren muss, um das zu kriegen. Und ich kann das auch nicht richtig sehen von außen. Ja, das stimmt. So. Das ist, denke Man muss es wissen. Ab jetzt werden ein paar Leute mehr hier oben bald sein. Gut. Und wir sind schuld. Ja, genau. Oder ihr seid schuld. Weiter geht's zur nächsten Station. Natürlich nicht ohne ein gemeinsames Erinnerungsselfie. So, wir müssen nach links hier Ja. und immer schön der Kracht lang. Immer schön an der Gracht lang, die wahrscheinlich gängigste Wegbeschreibung in Amsterdam. In diesem Fall führt sie schon nach wenigen 100 Metern an einem Pianisten vorbei, an dem man einfach nicht vorbeikommt. Komm, dann hören wir uns mal kurz an hier ein bisschen. Der Herr ist für eine kleine finanzielle Anerkennung dankbar. Der gute alte Hut ist hier aber zeitgemäß einem QR-Code gewichen. Künstlerunterstützung per Online-Überweisung. Ihr seid hier schon voll in der Romantik und ich bin hier noch in meinem Bezahlmodus. Auf dem weiteren Weg fällt dann immer wieder die Regenbogenfahne auf, das Symbol der LGBTQ-Szene. Der Regenbogen ist allgegenwärtig. Ja, da muss man wirklich sagen, also das spürt man auch, wenn man noch nicht lange oder nicht viel Zeit in Amsterdam verbracht hat. Diese Toleranz irgendwie fühlt sich zumindest so Ist an. auch so, irgendwie, ja. Ne? Die Niederlande generell waren das erste Land, was die Ehe für alle eingeführt hat, 2001 schon, weit vor Deutschland, 2017 ja erst. Ja. Ist schon, Aber seid ihr verheiratet? Oder ist das jetzt ein schlechtes Thema? Nein, ich gucke ihn immer an, wenn die Fragen kommen. Okay. Also ich muss dich fragen. Warum nicht, muss ich dich fragen, höre ich da raus. Ja. Nein, die Zeit ist noch nicht gekommen. Okay. Nächstes Jahr sind wir 10 Jahre zusammen. Ja, ist doch eine super Wer Zahl weiß, eigentlich. wer weiß, was dann kommt. Okay, alles klar. Schnell das Thema wechseln und dabei gleichzeitig auch den Stadtteil mit der Fähre. Es geht nach Amsterdam Nord und es geht vorbei an einer schwimmenden Schlafgelegenheit. Das ist das Botel. Ja, gut, ja, nachvollziehbar. Sind circa, Ja, das ist ein Zimmer oben, die Buchstaben. Ach so, ja, das ist ja cool. Du kannst in den Buchstaben sozusagen übernachten. Hier im Norden ist die Kunstszene stark vertreten. Musik läuft an fast jeder Ecke. Und es scheint auch das Zentrum spezieller Übernachtungsmöglichkeiten zu sein. Das ist ja ein Einzimmer-Apartment-Hotel mit Whirlpool und Luxus und Ja, super teuer. Und barrierefrei. Da ist ein Lift, da ist ein Lift. Doch das eigentliche Ziel liegt noch ein kurzes Stück entfernt. Haben wir es geschafft? Ja, Gerade pünktlich ein Sonnenuntergang. da sind wir. Ist es das? Schon fast. Hier wolltest du Ja. mit dir? Oder Norderlicht. 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 Ja. Die durchsichtige Dachkonstruktion macht schon innen den Namen zum Programm. Tageslicht überall. Aber draußen soll es sogar noch beeindruckender werden. Ich
ich denke, das ist ein von den besten Spots in Amsterdam, die Sonnenuntergang zu sehen. So was zu sehen? Den Sonnenuntergang zu okay. zu bestaunen. Quasi das Café del Mar von Amsterdam, quasi. Ja, oder? Aber ja. Als es dann rausgeht, zeigt sich schnell, was diesen Laden so einzigartig macht. Das ist doch genial, oder? Guck mal, jetzt hier der Ausblick. Sonne geht unter. Feuer wird Also, gemacht. Echt toll. Ein Sehr schön. guter Spot. Und tatsächlich, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ist wirklich ein Insider. Wirklich ein Tipp, Also wenn du jetzt mal ganz leise bist, hörst du nur Holländer reden. Ja. Also hier ist doch noch ein Stück weiter weg vom Schuss. Und es sieht auch von außen nicht unbedingt so aus, als ob das jetzt ein super Hotspot wäre. Ja. Aber Super. ja. Vor allem zum Sonnenuntergang ganz sicher einer der schönsten Plätze Amsterdams, dieses Norderlicht. Oder wie spricht man es richtig aus? How you would say it correctly? Noorderlicht. 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 Emphasis on a... Ja, das So onion rings, samosa, and a warm Wow, nachos. perfekt. Vielen Dank. Genau richtig How's hier. your look for? Mit dem anderen mal hier reinkommen. Nee, der Thüringer. Onion. Ist alles vegetarisch hier. So, sehr gut. Hier, Wolfgang, komm greif mal zu hier. So ist er zu euch. Gute Stimmung im Norden Amsterdams. Kein Wunder in dieser Atmosphäre. Ja, es ist schon ein ganz besonderes Fleckchen Erde hier. Aber muss man trotzdem irgendwie vorher reservieren wahrscheinlich, ne? Auch wenn es jetzt nicht jeder kennt oder nicht jeder Tourist, sind wahrscheinlich viele Einheimische hier. Man muss wahrscheinlich ein bisschen warten. Ja, Oder okay. Menschen bleiben dann noch einfach stehen oder sitzen wie hier an dem Feuer da, einfach am Rand und Okay. ist sehr entspannt. Ja, hier könnte man jetzt auch ganz gemütlich den Tag ausklingen lassen. Aber Karl und Dan haben da noch eine weitere Location im Auge, die sie Daniel zeigen wollen. Du guckst schon auf die Uhr? Ich würde so gern noch bleiben, aber wir haben noch was anderes geplant, was Wärmeres. Okay, ja, es wird ein bisschen kühl, da muss man schon sagen, ja. Und Um nicht zu sagen, was Heißes, oder? Ja, okay. Ich bin jetzt schon gespannt. Schweren Herzens heißt es aufbrechen von einem Ort, den man sich wirklich merken muss. Es geht hinein in die Amsterdamer Nacht. Und offensichtlich geht es auch mitten hinein ins Amsterdamer Nachtleben. siehst du da vorne schon die bunten Lichter? Ja, Was denkst du denn? ja, ich sag mal, bunt ist auf jeden Fall wieder schwul, lesbisch, irgendwie was, oder? Wer weiß? Ja, komm. Für Daniel bahnt sich eine Premiere an. Ist tatsächlich mein erstes Mal dann in einer schwulen Lesbenbar. Wirklich? Ja, ja, ja. Ah, na. Na, willkommen in der queeren Bar. Okay. Rick. Ja. Der Laden zieht einen förmlich rein. Und er ist rappelvoll. Daniel hat sicherheitshalber eine Maske an, auch wenn er damit hier fast der Einzige ist. Und das ist eure Stammkneipe so oder Stammlokal? Also das ist, ja, das ist echt unsere Bar eigentlich. Und kommen denn hier tatsächlich dann nur schwule, Lesben oder queer Leute oder kommen auch hetero? Kann jeder kommen? Kann jeder kommen. Okay. Kann jeder kommen. Also hier wird man so genommen, wie man ist. Ob man hier nur schrill auftaucht oder ganz gewöhnlich wie jeder andere. Was trinkt man hier? Cocktails. Cocktails, Prosecco, kannst auch ein Bier oder Wein trinken. Ja. Aber wir haben vor, mit dir ein paar Cocktails zu trinken. Aber die musst du dir dieses Mal verdienen. Und verdienen heißt in diesem Fall, Daniel muss die Cocktails selbst mixen. Ich habe ja früher ich mal im Tarncenter in Bochum, das ist so eine große Diskothek gewesen, da habe ich auch mal an der Theke gearbeitet, aber ich habe keine Cocktails gemacht. Nur die einfachen Sachen. Mal so ein Gin Tonic oder so. Es geht auf die Zielgerade mit leichter Unterstützung des Barkeepers. Karl hat schon einen Cocktail vom Profi bekommen. Jetzt darf er Daniels probieren. Und? Oh, der ist besser. Komm, Echt jetzt? Nein, wirklich. da ist ein bisschen mehr Limette drin. Das hat's gemacht. Okay. Ausgehen in Amsterdam.
Da sind Karl und Dan mit Sicherheit nicht die schlechtesten Ratgeber. Ich muss euch noch mal ganz herzlich Danke sagen, darauf auch noch mal einmal anstoßen. Das war ein echt toller Tag. Vielen Dank dafür. Du bist mehr als willkommen hier in Amsterdam. Prost. Prost. Und so geht ein ganz besonderer Tag mit zwei ganz besonderen Menschen seinem Ende entgegen. Ein Tag, der sofort mit einem Höhepunkt begann, der dann erst ins Licht führte und danach im Dunkeln einen weiteren Höhepunkt fand. Und Daniel darf sich schon auf den folgenden Tag freuen. Der nächste Morgen. Wieder ist Warten angesagt. Bild steht, Sound ist da. Jetzt muss nur noch eine Nachricht kommen. Auch heute erfährt Daniel erst per Handy-Message, wer ihm diesmal ganz besondere Ecken Amsterdams zeigen wird. Habt ihr gut gefrühstückt? Es geht nämlich bestimmt kreuz und quer durch die Stadt. Brauchen wir ein bisschen Kraft in den Beinen, ne? Ja, wir laufen doch hier bestimmt. Leute, geht los. Da ist es. Also, wer schreibt? Ellen. Grüß dich, Daniel. In einer so besonderen Stadt wie Amsterdam gibt es natürlich auch besondere Plätze, um zu essen und zu trinken. Ich zeige dir gern was davon, wenn du magst. Ja, auf jeden Fall gerne. Wir beginnen um 10 Uhr in der Regulierstvaartstraat 73 mit einer kleinen kulturellen Vorspeise. Liebe Grüße, Ellen. Kultur, bisschen Essen, ist auch mega. Eine sympathische Insiderin. Also los und nicht die Zeit vergessen. 10 Uhr, dann müssen wir aber jetzt los. Ja, warte mal. Ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall los. Ja, komm. Wolfgang, wir müssen los! Ellen lässt man nicht warten, nein. Nein, Ellen lässt man nicht warten. Kulturelle Vorspeise, was verstehst du darunter? Ne, super. Okay, Ratlosigkeit allenthalben. Aber bis zum Ziel ist es ohnehin nicht mehr weit. Also schnell geparkt und dann einfach mal überraschen lassen. Da müsste sie sein. Hallo. Stehst du einsam hier? Da habe ich gedacht, du musst die Ellen sein, ne? Hi, ich bin Daniel. Hallo. Ja, schön, ich freue mich total. Du bist meine Insiderin, ja? Stimmt. Super. Was macht dich zur Insiderin? Was machst du hier in Amsterdam? Ich wohne seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren in Amsterdam und ich bin Stylistin Ja. und Producer. So, ich arbeite in der Mode und auch im Film. Ja. Und, Dann mal einen ganz kurzen Check hier. Ja, für gerne. Stylistin geht das? Ja, natürlich. Können wir so gehen Das durch können wir Amsterdam? machen, das können Was wir sagst du zu den Jungs? Geht das auch so? Die Jungs gehen auch. Ja, alles klar, okay. Mit alle Menschen. Sehr gut. Und das ist hier die erste Adresse, wo du mich stimmt. hinbestellt hast. Das ist What is Happening Here Gallery. Ja. Das ist eine tolle neue Galerie und die will ich euch gerne zeigen. Von außen nicht unbedingt sehr einladend. Da würde man wahrscheinlich einfach dran vorbeilaufen. Auch auf den ersten Metern hinein wenig Verheißungsvolles. Aber dann... Ach, boah, krass. Ja, ist riesig. Guck Da mal. erwartet man ja gar nicht. So eine kleine Tür. Oder? Boah. Also das ist ja wirklich, das ist so unscheinbar und auf einmal erstreckt sich hier hinter so eine Darum riesen wollte ich dich das zeigen. Das sind verschiedenste Künstler, die hier ausstellen? Stimmt. Oder? Im Moment sind das vielleicht 15 oder so. Ja. 20 verschiedene Künstler, die ausstellen. Aha. Hier sieht man das auch. Und jeder Raum, man sieht, es ist einfach riesig. Jo. Die Galerie befindet sich in einem ehemaligen Bankgebäude und bietet nun viel Platz für Kunst, die nicht nur zum Anschauen einlädt. Es gibt auch so interaktive Sachen. Also es ist wie ein Riesenspielplatz. Ja. Hier, das ist ein Tresor. Es gibt hier ganz viele. Das sagt man so in Deutsch, ne? Tresor. Und Ja, mir ist wurde richtig. erzählt, dass das mal die von Beatrix war. Aha. Dass hier Beatrix ihre Sachen... Ihr Vermögen erinnert. ja, ihr ganzes Vermögen. Wer ehemalige königliche Geldspeicher sehen möchte und es auch ansonsten bunt mag, der ist hier gut aufgehoben. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. So bin ich bereit für Amsterdam, Cool, oder? oder? Mega. Genial, oder? So, the stage is yours.
übrigens auch eine Stange, wo man was mitmachen kann. Ja, das ist mir klar. Das wird. Wolltest du die hält? Also so ein bisschen Rotlichtviertel hast du dann wenigstens, ne? Jetzt hier. Oder so. Ja gut. War die Performance okay? Die war super. Ja. Die war super. Das Ganze scheint kein Ende zu nehmen. Immer neue Räume und neue kreative Welten. Aber ist das überhaupt bekannt? Steht das in einem Reiseführer? Weil es ist ja so speziell, so versteckt auch, ne? Stimmt, das ist wirklich noch so ein Geheimtipp eigentlich. Ja. Man muss es kennen. Ja. Weil eigentlich, ich glaube, die haben ein Instagram, vielleicht eine Website, aber Ja. ansonsten nicht wirklich. Eine weitere Besonderheit: selten hängen, stehen oder liegen die Kunstwerke hier lange. Es herrscht ein stetiger Wechsel. Hier kommt man schwer aus dem Staunen raus. Stimmt. Und wenn man in 2-3 Monaten wieder zurückkommt, Ist wieder alles anders. wieder alles anders. Ja. Cool. Also das ist wirklich ein super Einstand in den Tag, muss ich sagen. Also ich bin schwer begeistert. Was machen wir als nächstes? Ja, ich habe noch was Schönes. Lass dich überraschen. Okay, lass dich überraschen. Ja, machen wir. Okay. Ich hoffe, du hast Hunger. Ja, so Okay, langsam? super, Können wir. Alles super. klar. Schnell noch das obligatorische Selfie. Dann geht's weiter zur nächsten Station. Ellen wird direkt mit eingepackt. So, du hast jetzt gesagt, du wohnst 20 Jahre in Amsterdam. Ja, meine Mutter ist Deutsche, aber ich bin aufgewachsen in Holland. Erst an der Grenze bei Nijmegen Ja. und jetzt seit 20 Jahren. Und ich bin auch öfter in Berlin, wo meine deutsche Familie lebt. Was sich Ellen wohl in Sachen Essen als ihren Insider-Tipp überlegt hat? Ja, wir gehen ins Restaurant oder gehen wir in eine Bar oder Es ist eine coole Location. du hältst es spannend. Ja. Ja. Nicht zu Kirmes. Nee. Der Nee. eine im Auto denkt jetzt schade, der andere denkt gut. Ich denke auch gut. Dann kommt das Ziel endlich in Sicht. Und wieder wirkt es auf den ersten Blick eher unscheinbar. Und, hast du schon eine Idee? Nee, noch nicht so richtig. Von außen ist noch nicht so richtig. Mossel Gin, Seafood. Also Gin kenne ich. Bin ich ein Fan von. Sehr Seafood gut. kenne ich auch. Finde ich auch nicht schlecht. Also eine gute Kombi. Und mal Muschel? Ist das hier der Angler oder was? Guck mal, das siehst du schon. Ach, Muschel. Ja, klar. natürlich. Ja, sicher. Okay. Holländische Wort für Muscheln. Ja, da bin ich auch gespannt. Ja, Jetzt. sollen wir reingehen? Ja? Soll ich? Komm, nee, komm hier. Komm hier. So. Ja, du siehst, wir brauchen schnell was zu essen. Wir haben nicht mehr so die Kraft. Und wieder offenbart sich Unerwartetes. Das Innere des Gebäudes empfängt den Besucher mit entspannter Gemütlichkeit. Echt cool. Überall Gin. Wirklich überall. Gin Mayo. Schon mal einer von euch Gin Mayo gegessen? Die machen das selbst. Ja? Ja. Ach, die selbst hier Ja, so? ja, die machen das selbst. Und man trifft hier noch nicht viele Touristen Nee. an? Ja, es ist auch nicht wirklich so City Center. Ne? Das hier ist Genau. Westerpark. Muss man wissen, ja. Mossel und Gin. Diese Kombination ist auch gleichzeitig das Konzept. Also erstmal die Getränke zu den Muscheln bestellen. Das geschieht hier ganz entspannt online. Daniel entscheidet sich für Gin mit Basilikum. Für Ellen gibt es die schärfere Variante mit Chili. Das ist übrigens der Kleine. Oh Ist mir ja. gut, dass wir keinen großen bestellt haben. Darfst nur nicht draufbeißen da. Die sieht so schon scharf aus. Und dann kommt natürlich auch das Essen zu den Getränken. Frische Muscheln. Auch die gibt es in vielen Varianten. Hier haben beide die verwegen klingende Version mit Trüffeln bestellt. Riecht super. Ne? Oder? Ja, kann man sich reinlegen. Ja, absolut. So, ich habe schon so lange keine Muscheln mehr gegessen. Holt man die einfach so... Ach nee, warte mal. Nee, Früher, weißt du man noch, nimmt wie doch man das... einen und dann... Ne? Stimmt's. So war das doch, genau. Stimmt's. Und sieh einer an. Für lange nicht mehr Muscheln gegessen, klappt's doch offenbar ganz gut. Schmeckt richtig gut. Also ist ein ganz toller Insider-Tipp. Also auch jetzt hier Muschel in Kombination mit Trüffel passt wunderbar. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich, ganz toll. Also hier sollte man hinkommen. Aber war da nicht noch was? Zum Glück denkt Ellen mit.
Aber eigentlich solltest du auch mal diese Mayo, Gin Mayo probieren, ne? Ich bin schon wieder komplett versaut jetzt hier. Das ist aber genial. Echt jetzt. Das ist gut. Was eine Kombi. Hätte ich nie gedacht. Gin Mayo mit Muscheln, mit Trüffel. Hammer. Muscheln mal ganz anders. Und in dieser Kombination für unter 30 € zu haben. Was hat Ellen noch zu bieten? Einmal noch mal Hände sauber machen für die nächste Station. Das stimmt. Wo geht's hin? Ja, wir gehen noch irgendwo hin. Ja. Das ist jetzt noch ein Geheimtipp. Ja, du lässt es weiterspannen. Sehr schön. Natürlich. Auch hier gibt es natürlich ein Selfie, bevor das nächste Ziel angesteuert wird. Daniel ist aber ohnehin auch im Auto noch beeindruckt. Also fand ich echt toll. Hast du Super. dir was echt Tolles rausgesucht. Und eben, man hat auch das Gefühl gehabt, dass es wirklich ein Insider-Tipp war. Also es ist jetzt keine Touri-Bude gewesen oder so. Ne? Die letzte Etappe läuft und Daniel bleibt neugierig. Jetzt sind wir ja gleich da. Ich kann von hier noch nichts erkennen. Gib mir mal einen kleinen Tipp. Es ist nachhaltig. Okay. Ein nachhaltiges Konzept. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Oh, wir müssen da rein. Ah, hier müssen wir rein. Ja. Okay. Die letzten Meter führen durch Nebenstraßen und eine enge Gasse, bis es nicht mehr weitergeht. Angekommen. Angekommen im Café de Keuvel. Es ist Teil eines Projektgebiets auf dem Gelände einer früheren Schiffswerft. So eine coole Location hier, muss man sagen. So total zusammengewürfelter Stil auch irgendwie, ne? Ja. Das Café selbst erwartet seine Gäste mit urigem Ambiente. Es wirkt, als habe der Laden schon viele Jahre auf dem Buckel. Doch der Schein trügt. Das ist alles nachhaltig. So, Ja. Das kommt alles aus dem Hafen von Amsterdam. So, Okay. Alles, was man sieht, ist eigentlich nachhaltig Ja. und so gebaut. Das ist das ganze Konzept eigentlich. Das sieht aus, als wäre das schon 200 Jahre hier. Nee, ja, darum. Ja. Es kommt wahrscheinlich auch wegen dieser Genau. alten Materialien und Ja. so, die sie alle benutzen. Treffen sich dadurch, dass das jetzt so ein nachhaltiges Konzept ist, treffen sich dann besondere Leute hier oder ist das für jeden einfach? Die Eigentlich für jeden, Ja, für jung, okay. alt, aber auch Leute, die es einfach wichtig finden, auch, weil man kann hier auch nur vegan essen. Ja. Das ist auch wichtig, dass die benutzen ganz viele so Lokalprodukte auch. Ja. Ein Gläschen in Ehren und dann wieder raus, denn auch dort gibt es noch mehr zu entdecken. Das ist so toll, wenn man dann nicht mehr nach Hause will. Ja. Da kann man hier schlafen. Wo? Hier, das sind Wohnboote. Das sind verschiedene Boote, die man hier, Ach ja, hier steht auch Hotelboote, Hotel, ja. wo man dann schlafen kann. Okay. Das kann man mieten. Ach, das ist ja auch cool. Daniel muss einmal mehr feststellen, in Holland und vielleicht speziell in Amsterdam geht man vieles ein bisschen unkomplizierter an. Und dann schläft man hier, egal, also das sind die Hotelboote Ja. hier. Hier kann ich dann mir eins aussuchen. Ja, Das ist ja auch cool, ne? Dann habe ich hier meine Übernachtung, kann da direkt ins Restaurant gehen. Und ich bin jetzt auch nicht so weit weg vom Zentrum. Ne? Nee. Also das geht ja alles. nee, das ist alles nicht so weit. Das ist echt nicht schlecht. Der Bootssteg nähert sich seinem Ende. Sinnbildlich für den gesamten Aufenthalt hier und auch diesen letzten Tag, der dank Ellen wieder ein echtes Erlebnis war. Das war richtig cool. Danke, muss ich ja, sagen. fand Also ich tolle auch. Insider-Tipps hast du für mich gehabt und für uns hier gehabt. Ich habe Amsterdam wieder von einer ganz anderen Seite gesehen. Freut mich. Prost. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. danke auch. Amsterdam mit Ellen. Mit einem kulturellen Appetithappen ging es los. Es folgten Muscheln und Gin, die sich sonst eher selten treffen. Hier am Wasser gehen dieser Tag und diese Reise dann zu Ende. Keine Reise wie jede andere. Eine Reise à la Inside Amsterdam. Für heute soll es das gewesen sein, aber wenn Sie noch mehr Insider-Tipps haben möchten, dann klicken Sie sich jetzt mal durch, hier bei uns bei WDR Reisen. Es gibt nämlich noch 3 weitere Folgen von Inside Amsterdam. Viel Spaß dabei.